Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Videoserie zum Bau einer Dieselstandheizung für das neue Tierhaus. In den ersten beiden Videos habe ich euch die neue Dieselheizung vorgestellt. Ich habe euch gezeigt, wie ich das Ganze in diese Heizkiste eingebaut habe. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Elektrik fertig installiere und anschließend diese komplette Heizkiste von außen an das Tierhaus anbaue, die Warmluftzuführung einbaue, die Rückluftzuführung hier in die Kiste wieder anschließe. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt dran, gleich geht's los. Die Photovoltaik-Inselanlage war einfach nicht mehr stark genug, um das Tierhaus auch im Winter mit dem elektrischen Heizlüfter zu versorgen. Die Batterien haben einfach nicht lange genug durchgehalten. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, diese Heizkiste zu bauen. Hier eine Dieselstandheizung einzubauen, eine China-Heizung aus dem Hause Weber. Und in den letzten Videos habe ich euch ja bereits gezeigt, wie ich die Schläuche für die Wärmeluft, für die Verbrennungsluft, das Abgas und dergleichen angeschlossen habe. Ich habe auch den Trafo eingebaut für die 12 Volt Stromversorgung und im Moment das Ganze noch provisorisch an ein 220 Volt System angeschlossen. Diese 220 Volt enden auf der anderen Seite in einem Schokostecker, der dann später an die Batterien meiner PV-Anlage angeschlossen werden soll. Das Ganze bleibt also, mal abgesehen vom Diesel, weitestgehend autark, aber nicht mehr so anfällig für die dunkle Jahreszeit. Heute möchte ich zunächst damit beginnen, diese Durchgänge zu perfektionieren, denn das mit diesem Kabel hier durch gefällt mir überhaupt nicht. Aus diesem Grund werde ich direkte Kontaktstecker einbauen. Auf der einen Seite kann das Ganze fest montiert bleiben und auf der anderen Seite bekommt das Kabel einen mobilen Stecker und kann jederzeit an- und abgestöpselt werden, so dass diese Kiste auch für andere Zwecke verwendet werden kann. Zum Beispiel zum Camping, für das Caravaning könnt ihr diese Kiste mitnehmen, stellt sie euch aufs Dach, warme Luft ins Zelt, frische Luft angesaugt. Neben dem Einbau eines Verbindungssteckers für die Stromversorgung möchte ich auch die Fernbedienung, die sich im Moment ja vorne am Gerät befindet, in das Tierhaus einbauen. Die Fernbedienung hat eine Temperatursteuerung und ich kann somit die Temperatur im Vogelhaus direkt steuern, so dass das Gerät sich automatisch reguliert. Hierzu muss ich das Kabel auftrennen, auch einen Durchlass machen, der dann in das Tierhaus hineingeht. Dort werde ich die Fernbedienung anbinden und entsprechend dann das Ganze von innen steuern. Zusätzlich muss ich natürlich auch noch die Verbindung schaffen für die warme Luft. Die muss ja irgendwie in das Haus hinein. Ihr seht hier Leerrohre, um die Kabel zu schützen, Luftauslässe, damit die Luft im Tierhaus ordentlich verteilt werden kann und natürlich jede Menge andere Sachen, die ich hier für dieses Projekt benötige. Das Tierhaus hat eine Außenvoliere und im Inneren habe ich eine Fläche von ungefähr 9 bis 10 Quadratmetern, die ich beheizen muss. Ich werde die Heizbox nicht im Inneren montieren, denn dafür ist es mir zu laut und auch das Risiko, dass der Dieselgeruch doch in das Haus eindringt, ist mir einfach zu hoch. Aus dem Grunde werde ich das Ganze hier auf der Rückseite montieren. Ich werde diese Kiste auf die Rückseite schrauben, so dass ich jederzeit noch rankomme, werde das Ganze gegen Diebstahl und dergleichen sichern. Eine Stromversorgung habe ich mir schon gebastelt mit einem einfachen Kabel, was von innen kommt. Im Inneren des Tierhauses soll von der Heizung gar nicht so viel zu sehen sein. Ihr seht, die Vögel haben ihren Bereich im oberen Teil des Hauses, während die Nager auf dem Boden leben. Der Heizlüfter, den ich aktuell verwende, hat ein integriertes Thermostat und wird zusätzlich durch dieses manuelle Thermostat gesteuert, was nach einem Stromausfall selbstständig wieder anspringen kann. Ich habe hier einen zusätzlichen Schalter eingebaut, um die Außensteckdose direkt zu steuern. Mein Ziel ist es nun, diese Geräte hier aus dem Tierhaus zu verbannen und 2 Lüftungseinlässe, einmal links und einmal rechts, zu installieren. Auf der einen Seite soll die warme Luft in das Haus eingeblasen werden und auf der anderen Seite soll die Raumluft wieder hinausgesogen werden, soll wieder in die Heizung integriert werden und erneut erwärmt werden. Ich habe bewusst darauf verzichtet, Frischluft anzusaugen, denn die müsste ja bei den kalten Temperaturen von 0 auf, von Minusgraden auf, komplett neu erwärmt werden. Und so hätte ich eine gewisse Vorlauftemperatur und würde einiges an Heizkosten sparen.
Die Heizbox ist auf der Rückseite des Hauses befestigt. Sie ist so montiert, dass der Deckel nach hinten hin öffnen kann, mit dem Abstand, der nötig ist, damit der alleine geöffnet bleibt. Die Kiste ist zunächst provisorisch verschraubt. Das werde ich dann noch mit speziellen Schrauben weiter verfestigen, um Diebstahl und dergleichen vorzubeugen. Auf der Unterseite sieht man die Konstruktion, die Konsole, eine Querstrebe und nochmal die Längsstrebe, die mit Gummidichtung entkoppelt wurde. So können die Vibrationen, die gegebenenfalls aus dem Dieselmotor stammen, nicht an das Haus übertragen werden. Ich werde nun den Schlauch für die Luft anstecken, werde mir den Winkel suchen, möglichst kurz, um hier direkt in das Haus hineinzugehen. Natürlich auch auf der anderen Seite. Hier kommt ja die warme Luft heraus, wird dann hier eingeblasen. Hier wird ein Loch gebohrt. Auf der Innenseite wird entsprechend das Lüftungsgitter montiert, der Schlauch nach außen geführt, direkt eingesteckt und dann kann das Ganze jetzt schon im Kreis laufen. Die Elektrik werde ich provisorisch erst einmal wieder anschließen und dann haben zumindest heute an diesem Tag die Tiere ein warmes Zuhause. Bevor ich mit dem Einbau weitermache, an der Stelle eine kurze Pause mit einer Bitte an euch. Wenn euch mein Video bisher gefallen hat, dann gebt mir jetzt den Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Falls noch nicht passiert, klickt mal unten in die Ecke auf den Abonnieren-Knopf, dann verpasst ihr auch die neuen Videos nicht. Und wenn ihr jetzt mal direkt unten in die Videobeschreibung schaut, dort findet ihr alle Materialien, die ich hier in meiner Heizbox verbaut habe. Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir ein Feedback, wie ihr über dieses Projekt denkt. Ich antworte jeden, das wisst ihr. Und genug gelabert, weiter geht's mit dem Einbau der Schläuche.
Die Anschlüsse für die Stromversorgung als auch die Fernbedienung habe ich in der Box eingebaut. Über 3 Schrauben sind diese Steckerkontakte mit der Box befestigt. Auf der Rückseite habe ich das Ganze nochmal mit Muttern gegengekondert. Die Kabel habe ich über Verteilerboxen, Abzweigdosen, 3 Stück insgesamt in der Box angeklemmt. Das Kabel von der Stromversorgung verläuft in diese Box, ist hier über die Vakuumklemmen angeschlossen an den Trafo und vom Trafo aus geht das Ganze dann weiter, die 12 Volt Versorgung hier in die Heizung. Die dritte Box, die sich hier hinten befindet, beziehungsweise hier in dieser dritten Box, ist im Moment nur das Kabel für die Fernbedienung vorbereitet. Das Gegenstück habe ich ja hier noch liegen. Das war mit einem doppelseitigen Klebeband an der Front angeklebt gewesen. Das habe ich mit dem Cuttermesser abgeschnitten, wollte das Ganze dann ursprünglich mit Silikon an einer weiteren Verteilerbox auf der Front aufkleben, damit das Ganze dann, ja, das Kabel hier verteilt werden kann. Aber ich muss sagen, ich bin ein wenig positiv überrascht, und zwar gibt es auf der Rückseite die Löcher, um das Ganze mit Schrauben direkt an der Wand aufhängen zu können. Das macht das Ganze für mich natürlich etwas eleganter. Den Steckerkontakt habe ich im Moment noch geschlossen. Hier werde ich das Kabel abschneiden und werde die Verbindung schaffen innerhalb dieser Verteilerstation, dieser Abzweigdose. Ich habe den Kabelkanal auf der Rückseite des Hauses angebracht und die beiden Kabel darin verpackt. Die Stromversorgung und das Steuerkabel sind fest mit der Box verbunden und auf der anderen Seite habe ich das Ganze mit Kabelbindern aufgeräumt. Ordnung muss sein. Der Platz in der Box ist durchaus ausreichend, um hier eine Autobatterie noch zu platzieren und einen weiteren Tank, denn mit diesen 5 Litern komme ich vielleicht gerade mal 2 bis 3 Tage. Hier möchte ich einen Tank aus dem Bootsbau verbauen, der etwas größer ist und bis zu 20 Liter fassen kann. Im Inneren des Vogelhauses ist es mittlerweile angenehm warm. Die Steuerung kann auch von innen erfolgen. Ich habe das Display von der Heizung abgebaut und habe es in diese Verteilerbox integriert. Das Ganze ist fest und die Vögel nutzen es bereits als Schlafplatz. Über das Steuermodul kann ich entsprechend die Temperatur einstellen und meine Wunschtemperatur anpassen. Wenn ich nicht direkt in das Haus gehen möchte, kann ich dafür natürlich auch die Fernbedienung nutzen. Ein Klick auf das Plus und ich kann die Temperaturen entsprechend anpassen. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von durchaus 10 bis 20 Meter, für mich völlig ausreichend. Die Lüftung habe ich unterhalb der Ablage für die Vögel eingebaut. Der Einzug, der die frische Luft, die Luft aus dem Haus in die Heizbox hineinsaugt, weiter erwärmt und die warme Luft, die aus dieser Seite herausgeblasen wird. Meine Heizbox mit der Dieselstandheizung von Bevor läuft mittlerweile eine gute Woche konstant durch. Die Temperaturen sind insbesondere in der Nacht wieder auf ungefähr -10, -11 Grad gefallen. Mit der Heizeinstellung mit der Stufe 2 konnte ich die Temperatur hier im Inneren aber auf ungefähr 10 bis 11 Grad stabil halten. Der Verbrauch hat sich auf dieser Stufe bei ungefähr 0,2 bis 0,3 Liter an Diesel eingepegelt. Ich werde perspektivisch die Anlage mit Heizöl betreiben, was die Kosten weiter senken dürfte.
Ich habe meine Heizkiste am Vogelhaus angeschlossen und die Dieselheizung verrichtet ihren Dienst in den letzten Tagen souverän. Der Verbrauch hält sich in Grenzen und ich kann mir Gedanken machen, wie ich das Gehäuse weiter entkoppel, denn das Klacken der Pumpe ist im Inneren durchaus zu hören. Doch das werde ich euch in einem anderen Video zeigen. Was interessiert euch? Was sollte ich vielleicht noch hier zu dieser Heizbox euch in einem Video vorstellen? Gebt mir doch einfach mal ein Feedback. Schreibt mir unten in die Kommentare, was euch hierzu interessiert, was ihr noch sehen wollt oder welche Details ich euch einfach in den Kommentaren noch mit nennen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir den Daumen nach oben. Das hilft mir und meinem Kanal weiterzukommen. Was mir auch hilft ist, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, schaut einfach mal unten in die Beschreibung unter dem Video nach. Dort habe ich die Standheizung, die Kiste und alle Materialien, die ich hier verwende, für euch verlinkt. Da könnt ihr das Ganze direkt nachkaufen. Gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Ich bin für heute fertig. Meine 3 Teile zum Bau dieser Heizung für das Vogelhaus sind abgeschlossen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir die Kommentare. An dieser Stelle macht's gut, bis zum nächsten Projekt. Ciao!